Chaos und Ordnung, ein Tag im Leben von Thomas, der Grenzen überwindet. Thomas konnte schon früh am Morgen spüren, dass dieser Tag ein besonderer werden würde. Vielleicht lag es an dem regnerischen Wetter oder an dem allgemeinen Gefühl der Unsicherheit, das in der Luft hing. Als erfahrener Pfleger auf der Intensivstation eines großen Krankenhauses in Deutschland wusste er, dass keine 2 Tage gleich waren. Der Tag begann mit der Übergabe der Nachtschicht. Sarah, die Nachtschwester, sah müde aus, aber sie lächelte trotzdem. Es war eine ruhige Nacht, aber Mr. Weber hat einige Probleme gemacht. Er wollte partout seine Medikamente nicht nehmen. Thomas nickte. Danke für die Info, Sarah. Ich werde mich darum kümmern. Kaum hatte Sarah den Raum verlassen, klingelte Thomas' Telefon. Thomas, wir haben einen Notfall im OP, Dr. Meyer hat nach dir gefragt. Könntest du bitte sofort kommen? Natürlich eilte Thomas sofort in den OP. Dort half er bei einer komplizierten Herzoperation, die plötzlich nötig geworden war. Die Konzentration im Raum war greifbar, jeder Handgriff musste präzise sein. Nachdem die Operation erfolgreich abgeschlossen war, atmete Thomas erleichtert auf. Gut gemacht, Leute, sagte Dr. Meyer. Und danke, Thomas. Deine Hilfe war unverzichtbar. Kaum zurück auf seiner Station hatte Thomas keine Zeit zum Verschnaufen. Er führte die Runde bei den Patienten durch, reichte Medikamente aus und beriet sich mit den Ärzten über die Behandlungspläne. Unter den Patienten war auch Mr. Weber, der sichtlich unzufrieden wirkte. Herr Weber, es ist wichtig, dass Sie Ihre Medikamente nehmen. Sie sind für Ihre Genesung unerlässlich, sagte Thomas. Ich vertraue diesen neuen Medikamenten nicht, brummte Mr. Weber. Es ist Ihr Recht, Bedenken zu haben, aber wir haben hier die beste medizinische Versorgung und diese Medikamente sind Teil davon. Sie sind gut erforscht und sicher. Schließlich konnte Thomas Mr. Weber überzeugen, seine Medikamente zu nehmen. Zufrieden verließ er das Zimmer und schaute auf seine Uhr. Erstaunlicherweise war es erst Mittag. Der Tag war anstrengend, aber die Zeit verging wie im Flug. Das Telefon klingelte erneut. Diesmal war es die Notaufnahme. Wir haben mehrere Verletzte durch einen Autounfall. Wir brauchen alle verfügbaren Hände. Verstanden, ich bin gleich da, antwortete Thomas und eilte zur Notaufnahme. Als er ankam, war die Situation chaotisch. Mehrere Personen wurden auf Tragen hereingebracht und das medizinische Team arbeitete auf Hochtouren. Während Thomas die Erste-Hilfemaßnahmen koordinierte, bemerkte er Lena am anderen Ende des Raumes. Sie war noch relativ neu, aber sie bewältigte die Situation mit bemerkenswerter Ruhe. Gut gemacht, Lena. Halten Sie durch, wir schaffen das, rief er ihr zu, während er sich um einen jungen Mann kümmerte, der eine schwere Kopfverletzung hatte. Die Zeit schien stillzustehen, als er die notwendigen Behandlungen durchführte. Jede Entscheidung zählte und in diesem Moment war er ganz in seinem Element. Ohne Vorwarnung verschlimmerte sich der Zustand des jungen Mannes. Thomas handelte sofort. Wir brauchen hier mehr Sauerstoff und einen Crashwagen. Lena kam herbeigeeilt und half ihm bei der Wiederbelebung. Die Minuten fühlten sich wie Stunden an, aber schließlich stabilisierte sich der Zustand des Patienten. Danke, Lena. Gut gemacht, sagte Thomas, während er sich das Schweißtuch von der Stirn wischte. Danke, Thomas. Deine Erfahrung hat uns alle beruhigt. Es ist einfach ein ganz anderes Level, wenn man sieht, wie ein Profi in einer Krisensituation handelt, erwiderte Lena sichtlich erleichtert. Nachdem der Trubel nachgelassen hatte, fand Thomas endlich einen Moment, um durchzuatmen. Doch die Ruhe währte nicht lange. Der Abteilungsleiter, Dr. Fischer, rief ihn zu sich. Thomas, ein hervorragender Job heute. Ich weiß, es war hektisch, aber du hast die Situation perfekt gemeistert. Thomas lächelte müde. Danke, Herr Doktor. Wir haben ein großartiges Team hier, das macht die Arbeit einfacher. Das ist wahr, aber dein Können und deine Erfahrung sind unersetzlich. Ich wollte dir auch sagen, dass wir nächste Woche einen neuen Fall bekommen, der sehr kompliziert wird. Ich hoffe, dass du die Behandlung leiten könntest. Thomas fühlte sich geschmeichelt, aber auch besorgt. Ein neuer komplexer Fall würde bedeuten, dass er noch mehr Verantwortung übernehmen müsste. Natürlich, Herr Doktor. Ich werde mein Bestes geben. Der Rest des Tages verlief im Vergleich zum Morgen und Mittag relativ ruhig.
Thomas nutzte die Gelegenheit, um die Patientenakten zu aktualisieren und sich mit den neuesten medizinischen Entwicklungen vertraut zu machen. Obwohl der Tag anstrengend war, fühlte er sich zufrieden und erfüllt. Das war der Grund, warum er den Beruf gewählt hatte: die Möglichkeit, Leben zu retten und einen Unterschied zu machen, egal wie groß oder klein. Als Thomas schließlich seinen Mantel an der Garderobe aufhängte und sich zum Gehen bereit machte, konnte er nicht umhin, an all die Herausforderungen und Siege des Tages zu denken. Die Erschöpfung machte sich bemerkbar, aber sie wurde durch das Gefühl der Erfüllung ausgeglichen. Ein langer Tag, bemerkte Lena, die gerade ihre Sachen packte. Ja, sehr lang. Aber es war auch ein Tag, an dem wir viele Leben berührt haben. Und das macht all die Anstrengung wert, antwortete Thomas, während er seine Tasche über die Schulter warf. Lena nickte zustimmend. Ich kann es kaum erwarten, morgen wiederzukommen und mehr zu lernen. Thomas lächelte. Das ist die Einstellung, die man in diesem Beruf braucht. Bis morgen, Lena. Bis morgen, Thomas. Und mit diesen Worten verließ Thomas das Krankenhaus, bereits gespannt auf die Herausforderungen und Gelegenheiten, die der nächste Tag bringen würde. Er wusste, dass im Chaos des Lebens, in der Ordnung und Unordnung des Krankenhausalltags, er seinen Platz gefunden hatte. Und das war alles, was zählte.